Jetzt sagen wir mal so, jetzt haben wir mal so ein paar Side-Effects von dem Airsoft-Helden erhalten und jetzt ist aber mal interessant, was steckt denn an Vorplanung für ein Event? Sagen wir mal wirklich so, wir planen jetzt mal ein Event. Ja gut, da ist natürlich umfangreich. Ne? Also das fängt an bei einem Termin finden, ne, ist klar. Und dann geht das über, was nutzen wir vom Feld, wie ziehen wir, also wir differenzieren immer zwischen Eventbereich und Spiel. Okay. Das heißt, man muss natürlich gucken, dass das Spiel an sich geplant wird, dass da ein Gremium für eingerufen wird, dass da Jungs sitzen und auch Mädels, die sagen, okay, wir machen uns Gedanken über die Geschichte und was möchten wir an Missionen anbieten und im Endeffekt, wie wollen wir das quasi dann dem Kunden kommunizieren. Ja? Und darüber hinaus gibt es natürlich den Eventbereich, der natürlich auch ziemlich umfangreich ist. Da gibt es verschiedene Sachen, Stromkonzepte entwickeln, die Bühnentechnik, ne? Also man muss natürlich schauen, wir haben halt immer eine ziemlich große Bühne da. Da muss man gucken, okay, was kommt alles in die Bühne. Da muss man schauen, okay, wo wollen wir kronen, wo dürfen wir kronen. Darüber hinaus die ganze Infrastruktur, das ist natürlich ein Ding für sich. Ne? Also natürlich muss man planen, wie viele Leute kommen, was braucht man da an Infrastruktur, ne? Wo kommt das Wasser her, wo geht das Wasser hin. Das ist halt ein Riesenapparat und das ist halt quasi der Anfang, dass man sagt, okay, wir verteilen die Aufgaben, wir gehen in diese Richtung und dann im Laufe der Zeit bis zum Event muss man natürlich viele Nachbesprechungen haben, viele Gespräche über, weiß ich nicht, zum Beispiel Campingbereich, ne, was geben wir an Campingfläche frei, wir müssen schauen, was haben wir an Ausweichparkplätze, Rettungswege ist auch ein Riesenthema. Ja, bei der Größenordnung? Absolut, ja, wir müssen auch schauen, wie viele Rettungssanitäter, Rettungshelfer, was haben wir alles dort. Dann geht es weiter, Kameraleute, ja, wie sieht es da aus, ne, was machen die Jungs von GSP 2016? Da muss man natürlich schauen, die Shops, die vor Ort sind, das bedarf natürlich auch eine Riesenplanung. Es ist ja auch für den Shop an sich eine logistische, das ist ein Riesenaufwand. Ja klar, ja, das ist ja auch nicht ohne. Genau, und da kommunizieren wir natürlich auch stetig. Ne? Das heißt, wir machen das mit den Jungs. Also das heißt, wir sagen, hey komm, das und das geht nicht. Lass uns mal gucken, wie wir da hinkommen. Und das planen wir halt quasi über das ganze Jahr hinaus. Dann gibt es da immer Erstvorschläge, Updates und ja, nicht. Also es baut sich im Prinzip so auf, bis halt dann final steht. Genau, und was halt für uns sehr wichtig ist mittlerweile, was wir nach jedem Ding machen, ist im Endeffekt, dass wir halt versuchen, die Kritiken mit in diese Planung einfließen zu lassen. Ja. Genau, da gehen wir dann auch nachher nochmal ein wenig drauf ein. Jetzt, was ich mir noch vorstelle, klar, das Gelände steht jetzt schon mal. Denke mal, es wird dann auch ein bisschen einfacher, weil man ja dann schon mal sein Gelände kennt, was kann ich auf dem Gelände machen. Aber wie sieht es denn aus, wenn man rein theoretisch mal ein neues Gelände organisieren muss? Da muss man doch wahrscheinlich schon schauen, Sicherheitsvorschriften, kann ich Beispiel altes, nehmen wir es mal Bundeswehrgelände mit noch Bunkern oder so, Einsturzgefährdung oder ich muss ja auch irgendwie eine Sicherung machen, um zu gewährleisten, dass keine Kugeln herausfliegen. Wie sieht denn das da ein bisschen aus? Nehmen wir doch mal Malwinkel her, das habt ihr ja auch irgendwann mal herrichten müssen, oder? Ja, also natürlich, also grundsätzlich ist es so, Gelände zu finden, das weiß jeder im Airsoft, ist natürlich eine Riesenherausforderung und nahezu unmöglich. Wir zum Beispiel haben damals schon mit Behörden zusammengearbeitet, wir haben halt direkt gesagt, wir versuchen es vernünftig zu machen. Wenn man da mal kurz noch unterbrechen kann, was sind das so für Behörden? Also ja, vorrangig natürlich, das kommt immer halt drauf an. Also je nachdem, in welchem Bundesland man sich bewegt, sagt man, okay, man geht zur Polizei oder zum Ordnungsamt, tastet erstmal ab, hier Leute, hier bin ich, was geht nicht. Darüber hinaus waren wir aber auch des Öfteren beim Bundeskriminalamt vorstellig, denn die sind halt auch ein Stück weit dafür mitverantwortlich. Und was man natürlich komplett verhindern muss und möchte, ist, dass dann irgendwann mal eine Hundertschaft da auf der Matte steht und sagt, hier Jungs, jetzt ist hier Feierabend. Und genau deswegen geht man die Behörden halt schon im Vorfeld ab. Und im Endeffekt ist es danach in der Theorie leicht, weil die sagen dann entweder, es könnt ihr komplett vergessen, oder die sagen, okay, dann macht ihr aber das und das. Genau. Das nennt man dann einen fetten Auflagenkatalog und dann muss man halt abwägen, ob das realistisch ist, das überhaupt zu machen. Ja. Ja, also im Prinzip, wenn ich mit den Behörden eigentlich schon mal gut kooperiere,
dann mache ich es mir einfacher, als wie wenn ich das im Nachhinein mache, weil ich glaube, Rücksprache mit diesen Sicherheitsbehörden oder den relevanten Behörden ist schon mal das A und O. Und wenn wir dann mal weitermachen jetzt mit dem Gelände, wie sieht das aus? Ich muss ja trotzdem schauen, dass ich jetzt hier nicht irgendwo der Spieler, weil irgendwo eine Unterkellerung ist bei so einer alten Militäranlage und dann ratzt der mir da rein und fliegt da runter. Ich denke mal, da muss man doch auch ein wenig gucken, dann gerade bei eurer Größenordnung, dass diese, zumindest die normalen, ich denke mal, jedem ist schon klar, dass so ein altes Militärgelände auf eigene Verantwortung, ich kann mich mal über einen Ast stolpern, da kann jetzt der Betreiber nichts dafür, aber ich denke mal so, gewisse Bauten, die müsst ihr ja wahrscheinlich schon prüfen. Ja klar, oder? alleine die Tatsache, dass da eventuell Munition oder was auch immer verbuddelt sein könnte, ist natürlich schon ein Riesenthema. Nee, da kommt wirklich jemand raus, guckt sich das an. Das muss man natürlich alles in Auftrag geben, dementsprechend natürlich auch bezahlen. Dann geht es halt darum, dass da Gebäude abgenommen werden, dass da ein Kontaminationsteam irgendwie für die Munition rausfährt. Also das ist definitiv, wird das berücksichtigt. Okay. Gerade bei uns jetzt im Malwinkel ist das ein Riesenthema gewesen. Und das ist natürlich immer so eine Sache für sich, wenn man mit Militärgeländen irgendwas macht, weil diese Gelände gibt es ja gar nicht. Ja. Das heißt, da redet man von städtischen Bauplänen etc. Und das ist halt sehr umfangreich und aufwendig. Ja. Aber es geht halt nicht, dass man sagt, okay, pass auf, wir machen es so lange, bis einer kommt. Ja. Weil das ist nämlich das Problem, was wir oft haben in Deutschland, dass Teams gesagt haben, ey, okay, komm, zocken wir halt. Ne? Und die Gelände waren teilweise echt super. Ne? Also wie gesagt, ich zocke jetzt auch schon ein paar Jahre Airsoft. Ne? Ich habe auch schon ein paar Gelände gesehen und die leider Gottes aber dann wieder geschlossen wurden. Ne? Und dann so mal ein Appell, versucht es irgendwie so legal zu treiben, dass es im Endeffekt dann nicht dazu kommt, dass diese Gelände verbrannt werden. Das ist nämlich des Öfteren passiert und da muss man sich halt ein Stück weit eingestehen, dass es vielleicht ganz ratsam ist, dann auf jeden Fall das nicht mehr zu machen und dann auf diese Gelände zu fahren, die nun mal einfach da sind. Oder aber halt in Zusammenarbeit auch mit anderen Teams, EVs, wie auch immer, versucht sowas dann zu akquirieren. Ich denke mal auch, weil es ist auch im Sinn des Airsoft-Sports, vielleicht erstmal sich darum kümmern, dass ein Gelände safe ist, weil nichts ist schlechter als wie jetzt irgendwie wieder schlechte Schlagzeilen, gerade hier in Deutschland. Dass es vielleicht im Ausland jetzt einfacher ist, mag sein, aber nichtsdestotrotz ist es schön und gut, wenn man jetzt hier mal in Deutschland das fördert und das ist ja auch eine eurer Aufgaben hier als Eventveranstalter, hier mal deutsche Spielgelände aufzuziehen und ich denke mal wahrscheinlich Malwinkel wird jetzt in näherer Zukunft mal nicht das letzte Spielfeld von euch bleiben oder ich denke mal, ihr seid schon noch auch dabei, auch andere Gelände kundig oder auszukunden, nehme ich mal an, oder? Ja, man hält ja immer seine Augen und Ohren auf und das ist auch ganz wichtig. Ne? Und ich freue mich natürlich auch, wenn jemand anders jetzt vielleicht noch ein Gelände irgendwie an Land zieht und das offiziell betreiben kann, dann kann ich da auch mal erst aufzocken, ohne zu veranstalten. Okay. Nee, aber klar, also Malwinkel ist schon für uns die langfristige Planung, ne, auf jeden Fall. Wir wollen da weiter die Dark Emergency machen, aber wir schließen natürlich nicht aus, dass da noch ein paar andere Dinge kommen. Genau. Ich denke mal, viel wird ja auch bei euch dieses Social Media spielen, oder? Man muss ja auch irgendwie ein bisschen Werbung machen, die Homepage. Ja, was sind denn da alles so Punkte? Nee, ist natürlich ein Riesenthema. Wir müssen natürlich gucken, dass jeder Bescheid weiß, wann ist unser Event, wo ist unser Event. Das heißt, wir müssen natürlich zusehen, dass wir das online transparent gestalten. Da haben wir ja zum einen unsere Homepage, die dann vom Martin immer aktualisiert wird. Wir haben ja auch eine ganz neue. Wir haben die, ich glaube, wann war es denn? Mitte des Jahres haben wir die neu aufgesetzt, ein bisschen moderner zu werden. Und darüber hinaus natürlich Facebook. Ja, Facebook ist natürlich auch ein Riesenthema für uns. Das ist im Endeffekt, also wir sehen es so, dass wir damit am meisten Leute erreichen können. Und dementsprechend haben wir natürlich immer ein paar Banner hochgeladen und ein bisschen Informationen rausgehauen. Wir selber haben zum Beispiel am Event auch noch so ein Event-Guide. Das ist so ein kleines Heftchen, das geben wir mit aus. Da sind auch mal die FAQs noch aufgeführt und auch eine Karte. Und das sind natürlich Dinge, die wir natürlich auch im Vorfeld alle noch erledigen und planen müssen. Das ist klar, ja. Ich denke mal auch, ihr habt da wahrscheinlich auch gerade durch Facebook die Möglichkeit, auf vielleicht Wünsche oder Kritik von der Community einzugehen. Wie läuft das ab? Nehmt ihr das auch zu Herzen? Also wenn jetzt so, hey, mach doch mal irgendwie so eine Fraktion rein als Beispiel oder mach doch mal so ein Element rein. Ist das vom Vorteil? Nee, das bringt uns auf jeden Fall was und da zählen wir auch drauf. Ja. Grundsätzlich ist es natürlich immer, man kann da unterscheiden. Ne? Es gibt konstruktive Kritik, die wir dankend annehmen.
Dann gibt es halt ein paar, die sich ein bisschen, ja, die ihren Unmut ausdrücken wollen, was wir auch nachvollziehen können. Wir machen noch einige Fehler oder Dinge auf jeden Fall, die wir besser machen können. Und das ist natürlich auch unsere Mission. Ne? Wir versuchen natürlich, besser zu werden. Ja gut, ihr habt ja auch man kann ja nicht sagen, ihr habt so eine Pioniersrolle in dem Bereich, weil wir reden hier schon von der Größenordnung und es ist ja nicht nur einfach ein Skirm. Ja, das ist nämlich das Thema. Ich kann ja schlecht jetzt, sage ich mal, jemanden einladen und sagen, hey, du machst doch seit 5 Jahren in Deutschland Events von über 1000 Mann, unterstützt mich doch mal. Ja. Nee, das ist leider nicht so. Und natürlich, ja, wir brechen da vor, wir machen da noch ein bisschen was falsch, einiges falsch. Aber dank dieser Kritik können wir natürlich sagen, hey, okay, alles klar, das und das und das und das und das hat nicht gepasst, das müssen wir besser machen. Und das ist maßgeblich für unsere Events. Also wir haben nicht jetzt gerade, also zu der letzten DE, da war es so, dass wir zum Beispiel Wartezeiten hatten an der Anmeldung, die einfach untragbar waren. Ja? Also die haben mich selber enttäuscht. Gut, jetzt wissen wir es besser. Wir haben das komplette Ticketsystem überarbeitet. Wir schicken die Tickets jetzt mittlerweile nach Hause, um die Anmeldung komplett easy abfertigen zu können. Und das ist genau so ein Punkt. Die Spieler haben gesagt, hey, pass auf, das geht nicht. Ne? Gut, den Punkt hätten wir auch selber gesehen. Aber da haben wir gesagt, gut, da reagieren wir. Gut, jetzt haben wir das ein bisschen schon näher erläutert. Jetzt sind wir dann so weit, dass wirklich kurz vor dem Event ist, wir haben jetzt den Aufbau, wie läuft denn der ab? Jetzt vor Ort, jetzt geht's los, ein paar Tage vor dem Event oder die Anreise jetzt beginnt. Was muss denn da alles gemacht werden? Ja, also gehen wir davon aus, wir haben Anreisetag. Dann läuft es im Bestfall so, dass alle Jungs, die in irgendwelchen Bereichen eingesetzt sind, auch anwesend sind. Ja, es kommt natürlich auch mal vor, dass jemand zu spät kommt oder gar nicht kommt. Ja gut, dann wird natürlich koordiniert, verteilt, sich ein bisschen über Funk organisiert. Der Sicherheitsdienst ist da auch mal eine sehr wichtige Rolle. Okay. Die müssen natürlich auch, primäre Aufgabe ist natürlich bei der Anmeldung, dass sie checken, sind die Leute über 18, sonst dürfen sie gar nicht aufs Gelände. Und klar, wir koordinieren diese Punkte, steuern die alle an, gucken, dass dann auch überall quasi es jetzt losgehen kann. Anmeldung war in der Vergangenheit natürlich immer ein Riesenthema. Wir hatten das immer vollgeprappt mit allen möglichen Sachen, die die Spieler bekommen haben, von Spielerarmbändern bis Munition, bis über, da war alles bei. Das haben wir jetzt Gott sei Dank in der Zukunft nicht mehr so. Das haben wir jetzt ein bisschen anders geregelt, dass im Endeffekt der Spieler kommt, meldet sich an und dann fährt er einfach aufs Eventgelände und kann dann da später nochmal an einem extra Airsoft-Heldenstand anderes quasi erledigen, was er jetzt an der Anmeldung nicht machen musste. Okay. Nee, aber das ist es. Und dann geht es halt los, dass wir schauen, okay, ist die Feuerwehr da? Sind die Rettungswege gewährleistet? Und dann ist eigentlich auch schon Einlass. Und von da an wird im Endeffekt abgefertigt. Wir müssen natürlich schauen, die Leute müssen alle ihren Campingbereich bekommen. Dann müssen natürlich auch vor Ort dann auch die Wünsche eingegangen werden. Ne? Also wenn da jemand kommt und sagt, hey, pass auf, weiß nicht, ich habe Magen-Darm, ich muss ganz nah an die Toilette, dann sagen wir, ja, okay, komm, kriegen wir auch irgendwie hin. Ne? Okay. Ja, das sind also die Aufgaben dann und da fällt eine Menge an. Also es geht immer mal was schief, sei es, dass da eine Wasserleitung reißt oder dass du auf einmal da hinten keinen Strom hast. Ne? Da muss man dann flexibel und improvisieren. Ja.